So, wie ist momentan die aktuelle Lage? Es ist heute der 25.03. Wir haben jeden Abend irgendwelche Updates in den Fernsehen. Ich will nun auch nicht alles wiederholen, aber die Einschätzung der Experten variiert ja ein bisschen. Die Wertigkeit der Trennung, der Ausgangsbeschränkung, dieses Kontaktmeidens führt ja dazu, dass die Sterberate erfreulicherweise kaum steigt und dass wir auch eine sehr geringe Neuerkrankungsrate haben. Zugegeben, da ist natürlich auch eine große Dunkelziffer, die eben durch Begrenzung der Laborkapazitäten auch nicht wirklich gemessen werden kann, sodass wir hier auch natürlich einen Unsicherheitsfaktor haben. Unabhängig davon wird ja schon darüber nachgedacht, spätestens zu Ostern alles zu lockern, auch Schulen und so weiter wieder zuzulassen, um dann zu sehen, welche Auswirkungen das nach sich zieht. Und sobald also die Erkrankungssterberate wieder ansteigen sollte, wird sicherlich wieder die Notbremse gezogen. Gut, dazu, was macht man jetzt aktuell, um die Sache sozusagen auch zu einem guten Ende zu führen? Wichtig ist, dass man die Patienten, die einen Infekt haben, die auch Angst haben, die unsicher sind, dass man sie also auch anhört, dass man sie untersuchen kann und dass man gleichzeitig die anderen Patienten dabei nicht infiziert. Die Möglichkeit, die ich mir dafür ausgesucht habe, ist, dass ich einen Wohnwagen dazu bekommen habe, den ich sozusagen als eine Infektambulanz betreibe. Da werden die Menschen zunächst aufgenommen und im Grunde genommen untersucht und dann wird geschaut und befragt, dort werden die Abstriche gemacht und dann kann es eben eingeschickt werden. Und insofern ist hier die eigentliche Praxis quasi infektfrei, soweit wir das beurteilen und verhindern können. Natürlich tragen alle Patienten, wenn sie reinkommen, eine Maske. Wir haben uns da erfreulicherweise gestern gut bestücken können durch Hilferufe an die Nagelstudios, die ja zurzeit zu haben und die uns sehr nett und solidarisch mit diesen chirurgischen dreilagigen Masken ausgeholfen haben. Und auch das Personal trägt natürlich diese Masken, denn auch wir haben ja einen Praxiskontakt, über den wir uns rein theoretisch anstecken könnten, und so schützen wir uns gegenseitig und haben das größtmögliche Maß an Infektionsschutz dann aufgebaut. Natürlich gibt es auch Spuckschutzwände, die wir zwischen unsere Liegen stellen können, die wir auch auf dem Schreibtisch haben, damit also auch die Möglichkeit eines Gesprächs mit einem gemeinsamen Blick möglicherweise auch auf ein Blatt Papier möglich ist. Auch die Blutentnahme ist möglich, indem man auf der einen Seite der Platte ist und den Arm einfach rüberschieben kann. Insofern, wir versuchen so ein bisschen zu improvisieren und ich glaube, das haben wir alle ganz gut im Griff und bleiben Sie gelassen, wir kriegen das gewuppt. Die Infektion mit dem SARS-CoV-2 ist ja nach wie vor aktuell und so ist die Situation aufgetreten, dass ein Bauunternehmer jetzt hier die Situation 10 Tage nach Abstrich bekommt. Einer ihrer Mitarbeiter ist positiv. Und wie geht man damit um? Und das Baugeschäft William Koch Co. Baugeschäft GmbH hat sich an mich gewandt und nachgefragt, ob wir hier helfen können. Und eine Rückfrage im bearbeitenden Labor hat ergeben, ja, die Kapazität ist noch da für 19 Tests auf jeden Fall. Und es ist möglich gewesen einzusenden. Und so konnten wir das gut bewältigen und werden jetzt morgen am 25. dann das Ergebnis auch schon am Nachmittag haben, sodass dann klar ist, welche Mitarbeiter in die Quarantäne müssen, dort verbleiben müssen und welche im Grunde genommen weiterarbeiten können und vor allen Dingen auch für die Kunden, die ja betreut wurden, nochmal ein Stück Sicherheit. Ja, hier ist nichts passiert oder Vorsicht, Sie sollten sich in Quarantäne aufhalten oder eben auch zu einem Abstrich kommen und sich dem Gesundheitsamt gegenüber äußern. Also hier großes Lob an Herrn Koch, der gesagt hat, ich möchte diese Verantwortung übernehmen. Ich übernehme die Kosten für diese Abstriche, die ja im Labor durchaus mit 147 € ein paar zerquetschten zu Buche steigen. Und ja, es hat gut geklappt und ich habe gern geholfen. Ja, mein Name ist Axel Urlaub von der Firma William Koch. Wir sind ein mittelständisches Bauunternehmen mit ca. 20 Mitarbeitern. Und wir haben kleine Baustellen, aber auch größere Baustellen. Und das ist ja seit fast 3 Wochen der Fall, dass wir uns auf Corona vorbereitet haben. Und dementsprechend machen wir nur Baustellen ohne Bewohner. Also das heißt also Rohbauten, die wir umbauen oder Baustellen draußen, nicht? Also wo wir keinen Kontakt mit den Bewohnern oder mit den Kunden haben.
Und wir haben auch im Betrieb alles so organisiert, dass wir erstmal die Aushänge gemacht haben, wie man sich die Hände wäscht, dass wir keinen Abstand halten müssen, dass wir Cremes und Desinfektionsmittel, die hatten wir sogar noch, die gab es ja eigentlich gar nicht mehr, aber wir hatten komischerweise oder lustigerweise genügend, dass wir diese Desinfektion hatten. Und so haben wir uns vorbereitet. Dann kam ein Mitarbeiter aus dem Urlaub wieder und hat uns dann erzählt, dass er mit einer Person zusammenlebt, die in einer Firma war, die einen Krankheitsfall hatten. Also nicht direkt betroffen waren, hatten auch keine Symptome. Den haben wir natürlich sofort gleich beurlaubt und gesagt, hier testen. Das war am 2., 3. März und dann wurde er getestet. Am 14. März hatte er immer noch so einen Husten und dann hat er gesagt, Mensch, ich muss noch mal hin. Auch da wurde er getestet, auch alles negativ. Jetzt 10 Tage später, sprich heute um 11 Uhr, haben wir mitgekriegt, wurde er informiert, dass er die positiv getestet ist. Selber hat er immer noch keine Symptome. Das ist ja das Gefährliche. Also deshalb, weil er keine Symptome hat und trotzdem positiv ist, müssen wir natürlich reagieren. Nicht? Und das war, obwohl wir vorbereitet sind, doch sehr, sehr erschreckend, weil man dann ein bisschen hilflos ist. Ich kann und möchte auch gerne nochmal berichten, was meine Erfahrungen sind, dass wir ganz wichtig, also konsequent darauf achten und das nicht als lächerlich abtun. Und ich muss auch allen Leuten, die zu Hause bleiben und Homeoffice machen und sich an alles halten, denen ist ein großer Dank verpflichtet. Weil das sind die wirklich das schaffen, dass dieses Virus langsamer sich verbreitet bzw. vielleicht gar nicht so in dem Maß austreten kann. Die arbeiten müssen alle Regeln einhalten und das machen wir ja, indem wir die Alten isoliert arbeiten lassen oder gar nicht arbeiten lassen. Und die arbeiten können, die werden nur immer mit demselben Team arbeiten, in demselben Fahrzeug arbeiten. Die Regeln müssen eingehalten werden, dass die Hygiene da ist, dass auf den Baustellen Reinigungsmöglichkeiten da sind. Ist ganz, ganz wichtig, dass wir das einhalten. Und keine Angst, wenn eben sowas auftritt, dass man infiziert ist oder mit jemandem in Berührung gekommen ist. Das muss man offensiv angehen und nicht irgendwie verheimlichen. Für die nächsten Tage ist jetzt im Zulauf die Möglichkeit, die Antikörper zu messen, also die IgM und die IgG-Antikörper auf SARS-CoV-2. Und zwar genau, man misst da nicht irgendein Coronavirus, sondern man misst tatsächlich dieses angeschuldigte Covid-19 SARS-CoV-2. Und wenn diese Antikörper da sind, und das haben Sie gestern wahrscheinlich auch im Gesundheitsmagazin Visite gehört, dann ist man nicht mehr ansteckungsfähig. Dann kann man mit diesen Viren so umgehen, dass man an und für sich sein Umfeld nicht mehr ansteckt. Und wenn man sozusagen nachweisen kann, dass man hier eine Immunität aufgebaut hat, dann ist man auch wieder in Großraumbüros oder im Außendienst sehr gut einsetzbar. Darüber hinaus gibt es ein Verfahren, das ist ein MXA, ein Protein, was der Körper produziert, wenn er einen Virusinfekt hat, also nicht einen Schnupfenvirus, sondern einen echten Virusinfekt hat. Und wenn das innerhalb von 10 Minuten als Schnelltest auffällig ist, dann sollte man auch ruhig einen Abstrich machen oder weiter in Richtung Virus therapieren. Wenn der negativ ist und die gesamte Symptomatik spricht für einen schweren Infekt, dann muss es ein bakterieller sein und dann bietet sich tatsächlich auch eine Antibiose an, wenn die Immunität des Patienten das erfordert, sodass man auch hier momentan eine ganz gute Trennung vornehmen kann. So, und was ich natürlich am Ende nochmal herausstellen möchte, ich finde es großartig, dass ein Unternehmer herkommt und sagt, ich bezahle für meine Mitarbeiter diesen Test, der ja nun auch nicht ganz billig ist, 147 € und ein paar zerquetschte kostet das von Laborkosten her, um einfach Sicherheit zu schaffen innerhalb meines Teams und auch innerhalb meiner Kundschaft und auch Bewegungsfreiheit nach Möglichkeit wiederherzustellen oder eben notwendige Quarantäne auch zu schaffen, um sozusagen den Gemeinschaftsgedanken, den wir hier in der Bundesrepublik leben sollten, auch wirklich zu leben. Also nochmal großes Dankeschön an Axel Urlaub von William Koch und Co. Baugeschäft MBH für dieses
vorbildliche Engagement und danke, dass ich dabei sein durfte.